In diesem Jahr fand am Vorabend der Grünen Woche der traditionelle Empfang der Waldeigentümer statt. Über 1200 Gäste, darunter Bundes- und Landesminister, Abgeordnete des Europaparlaments und des Deutschen Bundestages, Staatssekretäre, Wirtschaftsvertreter sowie eine Vielzahl von Waldeigentümern sind der Einladung der AGDW gefolgt. Es gibt einige Termine, bei denen man dabei sein muss. Und wenn die Grüne Woche beginnt, dann beginnt sie mit einer offiziellen Eröffnung und dann geht man als allererstes hier zu den Waldbesitzern. Wie jedes Jahr treffen die Gäste auf die Spitzen der AGDW und ihrer Landesverbände. Ich freue mich jedes Mal, insbesondere auf diesen Empfang. Waldeigentümer, Forster, Holzverarbeiter. Hier ist eine Szene, die mit der Natur lebt, von der Natur lebt. Ich glaube, für viele Besucher der Grünen Woche ist dieser Empfang der Waldeigentümer ein Highlight. Für mich ist es so. Im Mittelpunkt steht der frisch gewählte Verbandspräsident Hans-Georg von der Marwitz. Für sein Ehrenamt hat sich der Ostbrandenburger Land- und Forstwirt einiges vorgenommen. Denn das vergangene Jahr hielt schwierige Herausforderungen für den deutschen Wald bereit. Sturm und Dürre haben ihre Hinterlassenschaften jetzt wirklich in Deutschland gezeigt. Wir müssen all denen, die davon jetzt besonders auch betroffen und geschädigt sind, zur Seite stehen. Wir müssen die Politik auch mit in die Verantwortung einbeziehen. Und das wird eine meiner wichtigsten Aufgaben jetzt in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren werden, um Menschen für den Wald zu sensibilisieren und zu begeistern. Der ehemalige Verbandschef Philipp zu Guttenberg hatte erst am Nachmittag den Stab an seinen Nachfolger übergeben. Kein einfacher Schritt für den 45-Jährigen. Leicht fällt mir das nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin glücklich, einen in meinen Augen außerordentlich kompetenten Nachfolger gefunden zu haben. Es waren doch 9 sehr intensive Jahre, die aber auch großen Spaß gemacht haben. Und ja, ich muss mich dann auch erst mal dran gewöhnen. Nach der Rede des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit nutzen die Anwesenden die Chance zum Austausch über gemeinsame Ziele. Für die Gäste ist es besonders wichtig, einmal ganz direkt mit einem Minister oder eben Verbandsfunktionären ins Gespräch zu kommen. Wir haben auch ganz viele Sponsoren aus unserer Branche, die hier ebenfalls mit ihren Kunden ins Gespräch kommen wollen und sich vernetzen. Und es ist im Grunde genommen wie ein Familientreffen, wo einmal im Jahr alle zusammenkommen und über die wichtigsten Themen reden. Waldeigentümer wie auch Unternehmer aus der grünen Branche haben die Chance, ihre Anliegen in entspannter Gesprächsatmosphäre zu diskutieren. Für die Politik ist es wichtig zu wissen, welche Bedeutung der Wald in Deutschland hat. Das wird völlig unterschätzt. Deshalb ist es auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen und diese Bedeutung hervorzuheben. Wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, machen wir das gerne und ich diskutiere gerne mit der Politik. Moderne Hochtechnologie ist längst das Steckenpferd der Forstwirtschaft. Doch auch Kommunikation und Medienarbeit gewinnen an Bedeutung. Für seine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde der Allgäuer Florian Vögele 2018 mit dem Deutschen Waldpreis ausgezeichnet. Wir haben in Deutschland viele hundert, viele tausend Förster, die jeden Tag wirklich tolle Arbeit machen. Eine Arbeit, die leider die Bevölkerung vielfach großteils nicht mitbekommt. Und mir ist es ganz wichtig, dass diese Arbeit eben wertgeschätzt wird, mehr wertgeschätzt wird und mehr Anklang in der Bevölkerung findet. Den Wald sichtbar und zukunftssicher machen. Das ist auch Anliegen der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Die Spitzenpolitikerin weiß, ohne gesunde Wälder sind wir auf Dauer nicht lebensfähig. Mit dem neu geschaffenen Kompetenz- und Informationszentrum Wald und Holz setzt sie daher ein Zeichen für nachhaltige Forstwirtschaft und fordert mehr Selbstbewusstsein. Nach dem Besuch der Ministerin lassen die übrigen Gäste den Abend bei pfälzischen und saarländischen Spezialitäten ausklingen. Jeder ist total unterhaltsam und es ist einfach eine positive Ausstrahlung von jedem Menschen. Strahlt irgendwie, ist jeder gut gelaunt und es ist einfach schön da durchzugehen, weil es einfach selber uns aufmuntert. Der AGDW ist auch dieses Jahr eine vielseitige Veranstaltung gelungen. Schon am nächsten Morgen stürzt sich das Team ins eng gestaffelte Programm der bedeutendsten internationalen Land- und Forstwirtschaftsmesse.